Steigende Strompreise, teure Anschaffungskosten und begrenzte Reichweite. Elektroautos stehen in der Kritik. Ist sie berechtigt? Die Strompreise sind in den letzten Jahren gestiegen. Ist also der Verbrenner der Kostenkönig auf lange Sicht? Es gibt tatsächlich überraschende Erkenntnisse. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass sich das Blatt schon bald dramatisch wenden wird. Klicks und Von mit E, abonniert den Kanal, denn nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Und heute mit dabei Nino Zeitler vom Kanal Strombock und der sagt: Elektroautofahren ist unglaublich teuer. Strom ist viel teurer als Sprit. Das lohnt sich überhaupt nicht. Und ergänzt: Das lese ich immer wieder in meinen Kommentaren. Okay, verstanden. Anlass für Nino mal direkt in die Vollen zu gehen und den Reality-Check zu machen. Hier am HPC Supercharger von EnBW, direkt an der Shell-Tankstelle. Derzeit liegen die Energiekosten für Verbrenner und Elektroautos noch relativ nah beieinander. Ein Mittelklasse-Benziner verbraucht im Durchschnitt etwa 7 Liter auf 100 Kilometer. Bei einem aktuellen Benzinpreis von so um die 1,80 pro Liter ergeben sich Kosten von 12,60 € auf 100 Kilometer. Ein vergleichbares Elektroauto benötigt etwa 20 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilometer. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von etwa 30 Cent pro Kilowattstunde fallen hier Kosten von 6 € an. Auf den ersten Blick scheint der Vorteil des E-Autos bereits beträchtlich. Doch die Rechnung ist nicht ganz so einfach. Denn für beide Fahrzeugarten werden WLTP-Werte herangezogen. Die Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure oder auf Deutsch das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für leichte Fahrzeuge hat allerdings mit der Realität so viel zu tun wie Marvel-Held Hulk mit einem Kuschelkurs. Und nicht überall ist Strom gleich teuer. Ich will hier mit der Unterstützung von Nino der Realität ins Auge blicken. Was sagen denn Fahrer? Du hast gerade dein Auto geladen und was hast du getankt? Ja, 40 Liter, Super Plus. Das ist das edle Zeug Ja. für das gute Auto. Ja. Was glaubst du, da hinten ist eine Elektroautoladestation. Was ist billiger? Dein Super Plus oder der Strom da hinten? Der Strom, Was denkst du so um welchen Faktor? 0,8. Kim, du hast gerade dein Auto getankt. Was hast du denn ausgewählt an süßem Sprit? Diesel. Wie viel hast du jetzt bezahlt? 30 €. 30 €. Also du hast nicht ganz voll getankt? In der Hoffnung, dass der Spritpreis nächste Woche etwas günstiger ist. Ah, okay. Also du achtest schon darauf. Ein bisschen. Okay, ja, verstehe. Was ist teurer? Sprit oder Strom? Also nach meinen letzten Berechnungen bin ich mit Strom, weil ich Vielfahrer bin, ist es teurer. Du sagst also, Strom ist teurer als Diesel in dem Fall. Genau, ja. Okay. Ja, so ungefähr. Es kommt total auf das Auto an und da hat sich Nino die Mühe gemacht, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern die Vergleiche in den Fahrzeugklassen zu ziehen. Wichtig dabei: viele E-Autos werden zu Hause geladen oder bei der Arbeit zu günstigen Konditionen. Andererseits schwanken die Benzinpreise stark und waren in der jüngsten Vergangenheit teilweise deutlich niedriger. Zudem spielen Faktoren wie Anschaffungskosten und Wartung eine wichtige Rolle bei den Gesamtkosten. Zudem werden zwei wesentliche Trends die Energiekosten in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen. Ausbau erneuerbarer Energien, der stetige Ausbau von Wind- und Solarenergie führt zu einem wachsenden Angebot an günstigem Ökostrom. Es wird damit gerechnet, dass die Strompreise in den nächsten 5 bis 10 Jahren um 20-30% sinken könnten. Für E-Autos würde das bedeuten, dass die Kosten pro 100 Kilometer auf etwa 4 bis 5 € fallen. Steigende CO2-Bepreisung. Um die Klimaziele zu erreichen, wird die CO2-Abgabe auf fossile Kraftstoffe kontinuierlich angehoben. In Deutschland soll der CO2-Preis bis 2025 auf 55 bis 65 € pro Tonne steigen. Dies würde den Benzinpreis um weitere 15 bis 20 Cent pro Liter erhöhen. Die Kosten für 100 Kilometer im Verbrenner könnten so auf 14 bis 15 € ansteigen. Aber wie sieht es denn heute ganz konkret aus? Nino hat sich mal das Auto vorgenommen. Der Golf ist perfekt für einen Vergleich, weil es eben genau die gleiche Fahrzeugklasse ist, genau das gleiche Auto. Und für den Golf 7, da gibt es sogar ein Elektroauto, also genau das gleiche Auto, genau die gleiche Karosserie, nur verschiedener Antrieb. Also VW Golf 7 1,4, Verbrauch WLTP 5,2 Liter, Preis 18.000 damals, wird ja nicht mehr verkauft. Auf 100 Kilometer macht das 9,20 €. Und als Elektrofahrzeug, hier hat Nino 40 Cent als Preis angenommen. Das ist etwas günstiger als an vielen Ladesäulen und etwas teurer als an der eigenen Wallbox im Supercharger-Netzwerk von Tesla. Das im Moment am günstigsten ist, gilt allerdings genau der Preis und da können ja auch Fremdfabrikate geladen werden. Also VW E-Golf, auch 7. Generation, Verbrauch WLTP 15,8 Kilowattstunden, Preis 20.000 € damals, auf 100 Kilometer kostet der dann 6,32 €. Allerdings lade ich den E-Golf an der eigenen Solaranlage und lege die
Einspeisevergütung zugrunde, sind es sogar nur 1,98 € für 100 Kilometer. Noch ein Fahrzeug. Beim 4er BMW sieht es nicht anders aus. BMW 4er Benziner WLTP, Verbrauch 7,8 Liter, Preis 61.200 €. Auf 100 Kilometer kostet da der Treibstoff 13,81 €. Beim BMW i4 WLTP, Verbrauch 18,5 Kilowattstunden, Preis 57.500, 100 Kilometer kosten da 7,40 €. Also, wow, das geht schon in die Richtung Hälfte. Und was viele vergessen, die Schere öffnet sich. Prognose für 2030. Wenn wir diese Trends fortschreiben, ergibt sich für das Jahr 2030 folgendes Bild. Elektroauto, durchschnittlicher Strompreis 20 bis 25 Cent pro Kilowattstunde, Verbrauch 18 Kilowattstunden. Die werden immer effizienter, wie übrigens auch Benziner- und Dieselfahrzeuge, kosten pro 100 Kilometer 3,60 € bis 4,50 €. Beim Verbrenner Benzinpreis 2,20 € bis 2,40 € pro Liter, inklusive der höheren CO2-Abgabe. Hier rechnen wir jetzt mal mit einem Verbrauch von 6,5 Litern, auch weil die immer effizienter werden. Kosten auf 100 Kilometer 14,30 € bis 15,60 €. Der Unterschied in den Energiekosten wird sich also in den nächsten Jahren massiv vergrößern. E-Autos könnten 2030 nur noch ein Viertel bis ein Drittel der Energiekosten im Vergleich zu Verbrennern verursachen. Neben den reinen Energiekosten gibt es weitere Entwicklungen, die den Kostenvorteil von E-Autos verstärken. Sinkende Batteriekosten führen zu günstigeren Anschaffungspreisen für E-Autos, geringere Wartungskosten durch weniger bewegliche Teile, mögliche Einnahmen durch Vehicle-to-Grid-Technologien, bei denen E-Autos als Stromspeicher dienen und Energie ins Netz zurückspeisen. Und nicht zu vergessen, nach den bisherigen Erkenntnissen halten E-Autos einfach deutlich länger, eben nicht so 400.000 Kilometer, sondern eher 800.000 Kilometer, doppelt so lang wie Verbrenner. Die Energiewende auf der Straße ist in vollem Gange. Während die Kosten für fossile Kraftstoffe durch CO2-Bepreisung und Ressourcenknappheit steigen, werden Elektroautos dank günstigem Ökostrom und technologischen Fortschritten immer attraktiver. Das bedeutet, wer heute auf ein E-Auto umsteigt, kann nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch langfristig richtig Geld sparen. Es ist an der Zeit, die persönliche Mobilität zu überdenken und die Weichen für eine nachhaltige und kostengünstige Zukunft zu stellen. Vielleicht also die Gesamtkosten der verschiedenen Antriebsarten und berücksichtigt auch die zukünftigen Preisentwicklungen. Die Zahlen sprechen eine sehr, sehr klare Sprache. Die Zukunft gehört der Elektromobilität und das auch, wenn wir bedenken, dass wir ohne sie den Klimawandel einfach nicht in den Griff bekommen werden. So, und jetzt würde ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Strombock Nino hat das Thema angeschoben. Vielen Dank für deine Unterstützung und ansonsten bis dann. Bleibt dran.